Guten Morgen, ich bin Uli Kronenberg und ich bin anderswohin. Heute bin ich in Cornwall und Devon und hier zeige ich euch 10 Drehorte von Rosamunde Pilcher Filme, die ich am schönsten finde. Über 100 Rosamunde Pilcher Verfilmungen gibt es. Klar, dass es noch viel mehr Drehorte gibt. Das hier sind meine 10 liebsten Drehorte. Nummer 10. Die Wheelcoats. Wir sind hier an der Nordküste von Cornwall in der Nähe von St. Agnes. Das ist hier ein ehemaliges Bergwerk, das sind die Reste davon, das ist so um 1911 rum geschlossen worden und wird heute vom National Trust hier gepflegt. Hier war der Drehort für Rosamunde Pilcher Filme wie Wo dein Herz wohnt, Liebe Diebe Diamanten, Nie wieder Klassentreffen und Wenn Fische lächeln. Das sind hier übrigens die Ruinen der Maschinenhäuser, die zum Bergwerk gehörten. Und wenn man im Sommer herkommt, blüht hier sogar die Heide. Nummer 9, das ist Brixham. Die Stadt Brixham, die liegt zum Beispiel schon mal nicht in Cornwall, die liegt in Devon. Brixham ist eine kleine Hafenstadt an der englischen Riviera. Was hier gleich auffällt, das sind die bunt angemalten Häuser am Hang gegenüber vom Hafenbecken. Brixham diente als Kulisse für Rosamunde Pilcher Filme Königin der Nacht und für Gezeiten der Liebe. Öfter im Bild zu sehen ist dann immer dieses Schiff hier. Das ist ein Nachbau des Schiffs von Sir Francis Drake, mit dem er die Welt umsegelt hat. Und die Nummer 8 ist dieser kleine Fischerort hier. Wir sind hier an der Südküste von Cornwall und zwar an der östlichen Seite der Halbinsel Lizard. Das ist ein wunderschönes cornisches Fischerdorf, niedlich und klein, mit vielen strohgedeckten Häusern. Einmal war der Ort Drehort für einen Rosamunde Pilcher Film und zwar für den Film Ghostwriter von 2015 mit Jeanette Biedermann und Patrick Fichte. Nummer 7, Land's End. Das ist hier der südwestlichste Punkt der Insel. Die Küste gilt als eine der schönsten überhaupt. Obwohl, wenn man hier ankommt, steht man erstmal zwischen lauter Autos, denn das ist ein riesiger Parkplatz hier. Und das ist kein Wunder. Land's End, das ist eigentlich ein riesiger Freizeitpark mit allen möglichen Attraktionen. Das zieht natürlich sehr viele Familien hin. Aber es gibt auch einige Leute, die kommen hierher wegen der Küste. Und an dieser wilden Küste hier, da hat man einige Rosamunde Pilcher Filme gedreht. 2006 Die Muschelsucher, das war mit Vanessa Redgrave und Maximilian Schell. 1993 Stürmische Begegnung. Heimkehr, 1997 wurde der gedreht mit Peter O'Toole. Über den Wolken, 2005 und 1995 Lichterspiele mit Anja Kling. Und das hier ist die Nummer 6. Dieses Herrenhaus steht in der Nähe der Stadt Newquay. Das Haus diente als Kulisse für Nie wieder Klassentreffen.
mit Patrick Fichte und Jens-Peter Nünemann. Das Haus stammt übrigens von 1573. Nummer 5, Buckland Abbey. Das ist ein ehemaliges Kloster. Wir sind hier in der Nähe von Plymouth in Devon. Und das war mal das Zuhause von Sir Francis Drake. Buckland Abbey. Hier hat der Weltumsegler gewohnt. Und ganz in der Nähe, da ist übrigens ja diese Stadt Brixham, wo das Schiff liegt von Sir Francis Drake, zumindest der Nachbau. Drake hatte das Kloster 1580 gekauft und hat sich das komplett umbauen lassen. Da erinnert wirklich nur noch wenig an ein Kloster. Ja, und seiner Familie hat das bis 1946 gehört. Seitdem gehört es dann dem National Trust. Buckland Abbey war 2009 Drehort von Wiedersehen in Rose Abbey. Szenen wurden im Garten und in der Küche gedreht und Buckland Abbey ist auch ein paar Mal bei Luftaufnahmen zu sehen. In dem Film wird Buckland Abbey zu Rose Abbey, dem Sitz eines Parfümunternehmers. Und jetzt schauen wir uns drinnen mal ein wenig um. Nummer 4, Lanhydrock. Wir sind hier in der Nähe der Stadt Bodmin in Cornwall. Das hier ist ein riesiges Herrenhaus. Über 50 Zimmer gibt es hier. Die Anlage betritt man durch ein Torhaus, dahinter liegt dann ein Vorhof und danach kommt dann das Haus. Riesengroß ist es, drinnen gibt es wunderschöne Räume zu besichtigen und auch die Räume der Angestellten. Für Rosamunde Pilcher Filme war das Drehort für Im Zweifel für die Liebe von 2010 und Klippen der Liebe von 1999 mit Volker Lechtenbring und Gerrit Kling. Gebaut wurde das hier alles ab 1620. Das Haus hat die verschiedensten Besitzer gehabt und jeder Besitzer hat so einen Teil neu dazugetragen und das Haus verändert und größer gemacht. Und wir schauen uns jetzt mal ein paar Innenräume an. Nummer 3, Padstow. Padstow, das liegt an der Atlantikküste von Cornwall, ist eine kleine Hafenstadt, ist eine sehr lebhafte kleine Stadt, die rund um das Hafenbecken liegt und das diente hier schon sehr oft als Drehort für Rosamunde Pilcher Filme. Padstow war Drehort 1994 für Karussell des Lebens, 2011 Ungezügelt ins Glück, 2010 Wohin du auch gehst, 1995 bereits Sommer am Meer, Verliebt, verlobt, verwirrt von 2011, Die Frau auf der Klippe 2013,
Besetzte Herzen 2014 und Wo dein Herz wohnt von 2018. Nummer 2. Trellisig House and Garden. Wir sind hier nördlich der Stadt Falmouth, oberhalb des Fall River. Und zu dem Haus hier gehört ein Garten. Und in diesem Garten, da wird hauptsächlich gedreht. Zum Beispiel 2011 Ungezügelt ins Glück. Das war mit Ole Eisfeld und Diana Körner. Zeit der Erkenntnis im Jahr 2000 mit Pascal Breuer, Karin Anselm. Gewissheit des Herzens von 2003 mit Nicole Hesters. Alte Herzen rosten nicht 2013. Das war mit Ilja Richter und Ursula Mohn. Und Wie von einem anderen Stern 2017. Wolken am Horizont 1995. Und Wahlversprechen und andere Lügen von 2015. Diese Fassade hier mit den Säulen, die ist auch öfter in den Filmen zu sehen. Und jetzt schauen wir uns das Haus mal genauer an. Meine Nummer 1, der schönste Drehort, Prideaux Place. Wir sind hier ganz in der Nähe der Atlantikküste von Cornwall und einige Kilometer entfernt, da liegt das kleine Hafenstädtchen Padstow. Das hier ist eines dieser Herrenhäuser, die angeblich noch komplett bewohnt sind und nur im Sommer für Touristen freigegeben werden. Das ist so ein richtiger deutscher Touristen-Hotspot hier und wer hier hinkommt und die Leute kommen hier busladungsweise hin, der kommt, weil es ein Drehort von Pilcher-Filmen ist. Was wurde hier nicht alles schon gedreht? Das Geheimnis der weißen Taube, Blumen im Regen, Gefährliche Brandung, Das große Erbe, Heimkehr, Der gestohlene Sommer, Karussell des Lebens, Sommer des Erwachens, Das Ende eines Sommers, Stürmische Begegnung, Die Frau auf der Klippe, Wahlversprechen und andere Lügen, Der lange Weg zum Glück, Der Himmel über Cornwall, Ein Doktor und 3 Frauen, Klippen der Liebe, Das Gespenst von Kesley. Das ist also wirklich ein sehr, sehr beliebter Drehort für Pilcherfilme. So, das war's dann von den Drehorten der Pilcherfilme in Cornwall und Devon. Ich denke, ihr werdet bestimmt ganz andere Drehorte besonders schätzen. Das hier jedenfalls waren meine 10 Drehorte, die ich am schönsten finde. In diesem Sinn, tschüss.